Da machen Sie sich wirklich lächerlich mit. Man muss das große Rad drehen, wenn es um das Elend der Bürger geht, welches Sie ja alle miteinander zu verantworten haben und sich nicht als Problemlöser anbieten, wenn man selbst das Hauptproblem ist. Trump holt den erfolgreichsten Geschäftsmann aller Zeiten in sein Team und wir haben Trampolinspringerinnen, Kinderbuchautoren und Küchenhilfen am Start. Das ist das Problem in Deutschland. Und wenn es ums Elend der Menschen hier geht, wollen Sie allen Ernstes die Bürokratie erhöhen und eine Preisbeobachtungsstelle einrichten. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr schon gehört, was die Stellschraubenkommunisten im Landtag diesmal auf den Tisch gebracht haben? Einen Bürokratieirrsinn, der die Lebensmittelpreise angeblich senken soll und gleichzeitig die Bürger noch mehr belastet. Und das alles verpackt in einer Neiddebatte, die an Absurdität kaum zu überbieten ist. Schaut euch das an. Oliver Kirchner von der AfD nimmt diese Scheinlösung gnadenlos auseinander. Von absurden Preisbeobachtungsstellen bis hin zu leeren Versprechungen zur Mehrwertsteuersenkung. Ihr werdet nicht glauben, was hier wirklich geplant ist. In diesem Video seht ihr, wie Kirchner den Nagel auf den Kopf trifft und die Verantwortlichen mit klaren Worten abtreten lässt. Seid dabei und lasst uns gemeinsam über diese Doppelmoral sprechen. Vergesst nicht, liken, abonnieren und kommentieren. Was haltet ihr von diesen Vorschlägen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Auf geht's! Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kommunisten heute hier mit einem Stellschraubenantrag, wenn es um das Elend der Bürger geht, mit Neiddebatten in den Wahlkampf starten, damit kennen die sich bestens aus. Lebensmittelpreise senken, Mehrwertsteuer abschaffen, Gierflation stoppen, das ist Ihr Antrag. Da machen Sie sich wirklich lächerlich mit. Man muss das große Rad drehen, wenn es um das Elend der Bürger geht, welches Sie ja alle miteinander zu verantworten haben und sich nicht als Problemlöser anbieten, wenn man selbst das Hauptproblem ist. Trump holt den erfolgreichsten Geschäftsmann aller Zeiten in sein Team und wir haben Trampolinspringerinnen, Kinderbuchautoren und Küchenhilfen am Start. Das ist das Problem in Deutschland. Und wenn es ums Elend der Menschen hier geht, wollen Sie allen Ernstes die Bürokratie erhöhen und eine Preisbeobachtungsstelle einrichten, die die Lebensmittelpreise in der Lebensmittelkette beobachtet, regelmäßig berichtet und entsprechend eingreift. Das ist Ihre Lösung bei den Kommunisten. Dann wollen Sie den Katalog überarbeiten, die Grundnahrungsmittel definiert, wieder Bürokratie, Weltklasse und zu guter Letzt die Absenkung der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel auf 0. Herzlichen Glückwunsch. Der Wahlkampf ist eröffnet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben EU-weit die höchsten Strompreise. Der Industriestrom ist 40% teurer als 2017 und wir verzeichnen einen Rekordhoch beim Stromimport. Sie alle hier miteinander steigen auf Wunsch der CDU aus der Kernenergie aus, weil die Japaner ein Kernkraftwerk an falscher Stelle errichtet haben. Sie alle hier miteinander schaffen zeitgleich noch die Kohlekraftwerke ab, die saubersten weltweit sind. Sie alle hier miteinander bepreisen ein Lebensgas wie CO2, welches mit 0,04% in der Atmosphäre vorkommt und zu 96% nicht menschengemacht ist und wollen mit dem restlichen 4% in 100 Jahren das Klima retten. Sie alle hier miteinander verschenken Milliarden über Milliarden jährlich in die ganze Welt, 33,9 Milliarden deutschen Steuergeldes jährlich, ohne es an die Rücknahme illegaler Migranten zu knüpfen. Sie alle miteinander hier finanzieren mit 28 Milliarden Euro deutschen Steuergeldes die Militärhilfe in der Ukraine für einen Krieg, der nicht unserer ist, und fördern damit das Sterben von Ukrainern und Russen gleichzeitig. Sie alle miteinander brechen das Grundgesetz und hebeln das Asylgesetz aus und lassen es somit zu, dass millionenfach illegal und unkontrolliert nach Deutschland eingewandert wird, dass dadurch Antisemitismus und Terror einwandern, dass sich mit 36.000 Messerangriffen in 3 Jahren an der deutschen Aufnahmegesellschaft abgearbeitet wird, dass zweimal am Tag Mädchenopfer von Gruppenvergewaltigung werden, dass Obdachlose in unseren Städten angezündet werden und Mütter und Kinder vor Züge gestoßen werden. Zum Preis von 28,4 Milliarden Euro jährlich. Sie alle miteinander stellen die Lieferung sauberen russischen Gases ein, bezahlen es aber da vertraglich vereinbart weiter, ersetzen es dann zusätzlich durch viel teureres amerikanisches Frackinggas, welches mit Schwerölschiffen über den großen Teich geliefert wird, und treiben damit die Energiekosten für die Bürger und die Wirtschaft in die Höhe, sodass die Wirtschaft abwandert und der Rest deindustrialisiert wird, und wundern sich dann, dass dieses Land vor die Hunde geht und die Bürger verarmen.
schämen sollten. Sie sich und ihren selbstgemachten Fachkräftemangel durch eine nicht vorhandene Familienpolitik können Sie auch vergessen. Sie lassen seit 2015 15,5 Millionen Menschen zuwandern und der Fachkräftemangel wird trotzdem Jahr zu Jahr größer, weil ein Großteil derer nicht in den Arbeitsmarkt, sondern ins Sozialsystem einwandert. Sie alle hier miteinander sind die Ursache für alle Probleme in diesem Land. Und warum? Weil sie es nicht können und auch gar nicht wollen. Wir hingegen wollen und können und vor allem werden. Und wir werden das 10-Punkte-Programm der AfD-geführten Bundesregierung in Verantwortung rigoros durchsetzen. Wir werden unser Land aus der Rezession holen und die Deindustrialisierung stoppen. Wir werden die Staatsausgaben für Migration, Klima- und Entwicklungspolitik drastisch senken. Wir werden Nord Stream reparieren, funktionsfähige Kernkraftwerke reaktivieren und neue bauen, die Energiewende beenden, die Verkehrswende beenden, das Verbrennungsmotorenverbot rückgängig machen, die Bürger und Unternehmen entlasten, die CO2-Abgabe streichen, das Bargeld grundgesetzlich verankern, illegale Zuwanderung beenden, Sach- statt Geldleistungen einführen, für höhere Nettolöhne sorgen, die innere Sicherheit wiederherstellen, die Steuerlast senken und für faire Renten sorgen und natürlich abschieben, abschieben, abschieben. Ihre Grundsätze sind Frieden durch Waffen, Gesundheit durch Genexperimente und Freiheit durch Zensur. Unsere Grundsätze sind Frieden, Gesundheit, Freiheit und Demokratie und vor allem Wohlstand für alle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Versprechen zum Schluss. Wir werden es Ihnen nicht durchgehen lassen, dass Sie die Steuerzahler als Einheitspartei hier dieses Landes ausnehmen wie eine Weihnachtsgans und dieses Land in einen Krieg treiben und unsere Töchter und Söhne an einer sinnlosen Front opfern. Wenn wir regieren, ist damit Schluss. Versprochen. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar